So, geht los. So Daniel, wie spät haben wir es? Es ist jetzt auf Viertel nach 3, genau. Ja, die beste Zeit, ne? Ja, Mittag oder nachts? Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, genau so ist das. Guck mal, jetzt müssen wir auch mal Platz machen, Ja. Kaffee raus. Und du machst um wie viel Uhr auf? Wir machen, um 6 machen wir auf, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen hier vorbereiten, ein bisschen Kaffee kochen, ein paar Brötchen aufbacken und gleich noch ein bisschen Hackfleisch. Jetzt will ich alles einmal vorbereiten. Dann geht's ab nach draußen damit. So, läuft. Und für uns habe ich schon mal einen Kaffee gekocht. So. Kühlakkus. Bleiben wir mal weiter. Und jetzt fangen wir an mit den Zwiebeln. Mhm.
So wie lange gibt's euch schon? Uns gibt es schon seit jetzt demnächst, nächsten Monat, November, 2 Jahre. 2 Jahre. 2 Jahre schon. Die Zeit fliegt. Merkt man gar nicht. Wenn man die ganze Zeit arbeitet, das merkt man gar nicht, ehrlich. 2 Jahre schon. Und ihr heißt? Bobbys Bremsklotz. Und wer kam auf den Namen? Du oder? Ja. Also tatsächlich nicht direkt. Ja, also ich habe mal den Spitznamen Bobby bekommen. Und dann, wo ich die Möglichkeit hatte, hier den Laden zu übernehmen, dann haben wir überlegt und ein Kollege kam dann und er meinte so, du, es gibt ja mehrere Bezeichnungen für Frikadellen halt, ne? Und das war halt vorher schon der Plan, die Frikadellen, ja, bekannt zu machen, sag ich mal. Und dann sagt er ja, und zwar gibt es ja noch die Bezeichnung Bremsklotz und die kannte ich halt vorher gar nicht. Und dann wie wär's mit Bobbys Bremsklotz? Ich sag, ja, geile Idee. Und dann haben wir das übernommen und dann habe ich einen Kollegen angeschrieben, meinte so, yo, ich habe da so eine Idee, kannst du mir einmal so ein Logo-Design hier, ich möchte einmal so eine fahrende Frikadelle und dann, dass ich da drinnen sitze. Und hat er echt geil gemacht, also fand ich echt gut. Und dann kamen auch Leute und sagen auch, so einige kamen dann und sagen, hey, ich finde den Namen so geil und das Logo und sieht lustig aus. Ich sag, ja shit, freut mich doch, hat sich gelohnt. Ein bisschen. Damals war das ja üblich, sag ich mal, so deutsche Imbisse, ne? Die hatten ja so interessante Namen, sag ich mal so, ne? Jetzt, so wie ich das vom Hörensagen gehört habe, ne? Also ich selber war da, glaube ich, noch nicht da, aber bis ein paar ältere Kollegen, ne? Auch die in den 80ern gelebt haben, die dann auch meinten, da gab es viele Namen. Hier im Hafen gab es zum Beispiel, den ich oft gehört habe, den ich auch geil fand, Heißer Reifen hieß der, war auch ein Imbiss. Ne? Ja, auch ganz gut. Jetzt mittlerweile geschlossen? Jetzt mittlerweile ja. Mittlerweile gibt es ganz wenige, ne? Also die letzten, einer nach dem anderen schließt jetzt immer noch, wie ich jetzt mitbekommen habe. Es geht weiter. Es hört nicht auf. Ne? Mal schauen. Ne? Wir haben hier Gott sei Dank einen guten Standort, da haben wir noch keine Angst. Die Frage ist, wie das mit der Brücke aussieht, wenn sie sich mal entschieden haben hier in Hamburg, ne? Mit der Kühlbrandbrücke. Ja, und dann, also das heißt, wenn wir schließen, ja. Bis dann hat man spätestens hoffentlich schon was Festeres, sagen wir so was Sicheres. Wir sind ja hier nur mobil, ne? Aber bis dahin, das dauert ja noch, ne? Also bis hier irgendwas entschieden wird in Hamburg. Also Bekannte, die jetzt, sag ich mal so, in dem Bereich arbeiten, sagen, vor 2024 passiert sowieso nichts. Das heißt, 20 Jahre habe ich noch bis dahin. Ne? Also der Burner sind die Frikadellen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deshalb auch der Name. Deshalb, so ist das. Also hier kommen auch Leute schon aus der Schweiz, die extra nur hier hingekommen sind, schön, um eine Frikadelle zu probieren, die das dann auch im Fernsehen gesehen hatten. Jetzt bei einer Nordreportage waren wir schon mal und dann haben die das gesehen und haben gesagt, ja, ich finde das so geil, ich würde das echt gerne probieren und waren hier in Hamburg und dann sind die extra vorbeigekommen. Ne? Das ist ja gute Parkmöglichkeit. Ne? Also jeder, der das mal gehört hat, mittlerweile ist es dann so weit, man sagt, okay, ich möchte mal richtig geile Frikadellen probieren, weil bei uns gibt es die nicht mehr. Oder du kriegst schlecht welche. Ne? Hausgemacht, aber auch noch gut. Ne? Damit fängt es schon an. Wir stehen hier es ist jetzt 3:30, 4 Uhr morgens und wir schälen hier Zwiebeln, schneiden die Zwiebeln. Die Arbeit bräuchte ich mir nicht machen, wenn ich die einfach kaufe und aus der Tüte auf den Grill lege. Oder wenn ich halt einfach statt Zwiebelstücke einfach Zwiebelpulver reinhauen würde. Ne? Aber Zwiebeln schälen, Zwiebeln schneiden und dies und das und alles. Das dauert alles, aber ne? Die Zeit, die man investiert, kriegt man Gott sei Dank auch wieder raus. Ne? Indem die Leute halt auch sagen, es schmeckt. Ne? Ja, alles richtig. An Geschmack wieder. Ne? Ein geiles Gerät. Ja, anfangs noch alles von Hand geschnitten. Ja. So. Terence Hill und Bud Spencer. Ja. Den haben wir auch schon Besuch gehabt. Kam einer aus Frankreich und der hat erzählt,
Die hatten hier repariert auf dem Gelände. Mhm. Und er dann auch erzählt, sagt er, ach was, Bud Spencer, ja, den kenne ich. Ich sag, wie, den kennst du? Sagt er, ne? Also auf Englisch reden wir. Und sagt er halt so, ja, ich komme aus Italien eigentlich, ich bin jetzt hier zum Arbeiten. Und der ist aber mit seinem fetten Wohnwagen, ist ja der bei uns immer an den Strand gekommen, da in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, und hat da immer gehaust. Und dann mit seinem Quad da am Strand rumgefahren. Ja, krass. Hamburg ist echt eine Weltstadt. Ja. Hier kommen aus aller Welt Leute an und dann haben die Geschichten zu erzählen. Denkst du, verarscht mich doch. Ich kenn den doch nicht. Zwiebeln haben wir drinne. Auf die Brötchen. Den Timer an? Ja. Gut. Zwiebeln. So. Ein paar Eier. Oh ja. Wenn für uns um 6 die Schicht losgeht, dann geht ja um 6 Uhr auf dem Gelände, fahren die auch schon rauf, ne? Das heißt, die müssen sich fertig machen, putzen, Zähne, alles. Sie sind schon alle unterwegs. Manchmal kommt der ein oder andere auch, kannst du schon einen Kaffee geben. Kann ich schon mal ein Brötchen mitnehmen. Ich komme nicht mehr zurück, ich fahre jetzt rein, dann fahre ich weiter. Ja, wohin denn? Ja, nach Polen, nach Bayern, nach dies, nach das. Also wirklich überall hin, ne? Schon ganz interessant. Manchmal, wenn wir dann Zeit haben, wenn du mal mit einem schnackst, dann ist auch, wenn du Zeit hast, wenn die Zeit haben, dann schon interessante Sachen zu erzählen, ne? Den ganzen Tag unterwegs. Die werden hier beladen. Ja, genau. Also die beladen, entladen, alles Mögliche, ne? Also wir sind hier auf jeden Fall unterwegs. Der ganze Hafen, hier die Straße lang, dann bist du ja bei der Halle auch, ne? Dann hast du ja auch Container und so. Das ist ja alles. Und viele machen auch extra einen Umweg, ne? Die sagen dann, du, ich bin hier im Hamburger Hafen, ich habe eigentlich da hinten geladen. Ich bin extra einen Umweg gefahren auf meiner Strecke. Ich brauche was zu essen. Dann kriegst du nicht mehr zu essen. Wenn ich jetzt losfahre auf die Autobahn, dann hole ich mir einen Kaffee für 5 Euro oder so mittlerweile. Mhm. Da mache ich lieber einen kleinen Umweg und kriege einen Kaffee für 1,50 und kann auch was zu essen holen und dies und das. Und, na? Die nächste Geheimzutat, sage ich mal, so geheim ist das auch nicht, frisch gemahlener Pfeffer. Das ist sehr wichtig. Nicht vorgemahlen, sondern immer frisch, weil, das ist selbstverständlich für die meisten, aber viele unterschätzen das, wenn du den wirklich, vor allem bei so einer Menge, so, wenn man jetzt das gleich einmal riecht, ist schon ganz anders. Ne? Ja.
Pfeffer und jetzt kommen die restlichen Gewürze. Mhm. Senf. So, muss ich noch mich mit reinfinden, den habe ich ganz neu geholt jetzt. Ja, siehst du, das meine ich. Wie geht doch? Mhm. So. Also habe ich jetzt nicht dafür geholt, ne? Das ist jetzt eigentlich draußen für die Selbstbedienung, aber halt so kann ich das direkt auch benutzen. So. Jetzt schon riechen könnte, dann würden wir merken, es hat schon Ja. appetitanregend, sagen wir so. Ne? So. So. Genau, in grobe Stücke, genau. Ja. Das schneiden wir einfach nur grob rein, ne, dass das ganze Brötchen rein wird. Muss nur einmal kurz klein geschnitten werden. Mhm. Weil durch die Zwiebeln, ne, durch das Salz, durch die Gewürze, die Zwiebeln geben ihren ganzen Saft ab. Und dieser Saft weicht dann die Brötchen so oder so auf, weißt du? Mhm. Und dann genau, das ist halt alles, dadurch, dass das jetzt noch eine Nacht steht, wie gesagt, wird das alles abgegeben und das Brot hat Zeit, sich vollzusaugen. Die Aromen haben Zeit, sich zu vermengen und dann hast du alles auf einmal fertig, ne? So, da siehst du ja, die Brötchen sind jetzt einmal klein gematscht worden. Jetzt gehen wir auf das Hackfleisch rein. Ja. Was ist das für ein Hack? Das ist Schweinehackfleisch, ne? Vom Hamburger Fleischgroßmarkt hier. Donnerstag und Freitags fahren viele nach Hause und nehmen dann halt, ne, für die Frau, für die Kinder, für den Chef, für die Arbeitskollegen, nehmen die welche mit, weil das ist halt leider Fakt, dass du nicht mehr, also sowas nicht mehr oft bekommst, ne? Du kriegst dann was aus der Tüte aufgerissen oder ne? Halt nicht, selbst wenn die dann selbst gemacht sind, ist ja auch keine Garantie, dass sie gut sind, ne? Mhm. Das ist das ja eben. Und dann sagen die so, hier habe ich die Chance, ich bin in Hamburg, nehme ich was mit, ne? Ich sag mal so wie viele, die so in der Branche auch lange arbeiten, in der Gastro. Also der Traum vom eigenen Restaurant oder vom eigenen Imbiss oder wie auch immer, von der eigenen Gaststätte,
ist jetzt nicht weit weg, ne? Also er war schon immer da. Aber er war nie so greifbar, dass ich jetzt gesagt habe, ja, das mache ich. Ne? So haben halt immer drüber nachgedacht und wir so, oh, wäre ganz geil. Ich konnte das ja auch immer gut, ne? Aber meine Chefs waren auch immer zufrieden mit mir. Da kann sich keiner beschweren. Schöne Grüße auch nochmal. Aber ja, wo die Chance halt kam und dann war das halt einfach, du, ich war gerade in so einer Situation, dass ich die Zeit hatte. Ne? Also ich war jetzt nicht in der Ausbildung gerade. Ich war, sag ich mal so, in der Übergangsphase. Aber was hast du gelernt? Ich habe noch gar nichts gelernt. Ich habe mit 21 angefangen hier, ne? Ich habe mit 21 du bist jetzt 23? Ja, genau. Jetzt 23. Ich habe mit 21 angefangen. Ich war vorher noch beim Bund. Nach dem Bund bin ich studieren gegangen. Das war während Corona. Und dann habe ich auch schon mein Studium abgebrochen. Und dann saß ich da. Ich habe in Magdeburg studiert. Wunderschöne Stadt. Ich liebe Magdeburg. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich liebe Magdeburg. Ich habe in Magdeburg studiert, aber das einzige Problem war halt während Corona, das war alles Online-Unterricht. Ich saß da in meiner Bude, hab da gehockt, ich kannte niemanden. Dann irgendwann noch mit Ausgangssperren und was auch immer. Auf jeden Fall hat es auch niemand kennengelernt. Hab dafür meine Miete geblecht auf BAföG. Gewohnt wie ein ja, also nicht gut, sag ich mal so. Man hatte jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten, da was zu machen. Und nach Hamburg konnte ich auch nicht fahren. Weil mit meinem Auto damals, mit dem Benziner, hast du einfach mal kurz 60 € Sprit rausgehauen. Kannst du auch nicht machen, wenn du 600 € hast, davon musst du Miete zahlen, davon musst du Essen zahlen, davon musst du alles zahlen. Das kommt nicht hin. Kommt nicht hin, genau. Und dann habe ich auch nach einem Jahr abgebrochen. Ne? Das war mitten während Corona. Was hast du studiert? Ja. Jetzt ist halt typisch, BWL. Ja. Ein Jahr BWL abgebrochen. Aber ich habe es mir auch ganz anders vorgestellt, muss ich auch sagen. Es ist jetzt nicht nur Corona schuld, ich bin auch nicht der Studientyp, sag ich mal so. Zum Beispiel jetzt sowas hier, bis auf 3 Uhr morgens, das ist ein bisschen blöd. Aber an sich, körperliche Arbeit gefällt mir mehr. Das kann ich besser. So. Das reicht jetzt. Ja, alles ne, mit dem Platz, den wir hier haben, müssen wir halt arbeiten. Ich würde mir das alles ein bisschen schöner, ein bisschen besser vorstellen, aber wie gesagt, schon bei der Bundeswehr gelernt, Leben in der Lage. Ne? Man muss gucken, wie man hier vorankommt, wie man das. Was ist da bei dem Bund? Also was für ein. Da gibt es unterschiedliche halt. Ja, ich war tatsächlich, auch eine lustige Geschichte, ich wollte was ganz anderes. Ich wollte damals zu den Panzergrenadiers, aber da haben die mich leider nicht reingelassen, weil die meinten, ich hatte es halt abgeplant mit Studium bzw. Ausbildungsbeginn, ne, und habe halt gesagt, okay, ich möchte bis zur Ausbildung durch sein. Und dann meinten sie, nee, zu den Panzergrenadiers musst du mindestens 13 Monate. So mäßig, ne? Also es war freiwilligen Wehrdienst. Ne? Und die mindestens 13 Monate. Ich sage, gut, dann krieg ich das aber alles nicht hin, wie ich das geplant hatte, mit Studium oder Ausbildung. Da wollte ich mich halt in der Zeit entscheiden, nach der Schule beim Bund. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht für mich. Und ja, dann kann ich dir anbieten, irgendwas mit Drohnen haben die angeboten oder Sanitätsdienst. Ich überlegt und meinte ich, ja komm, machst du Sanitätsdienst. Das war auf jeden Fall anders als andere Abteilungen. Ne? Also das war ein bisschen leichter, sage ich mal so. Aber gut, hat trotzdem Spaß gemacht. Da waren viele gute Leute auf jeden Fall. Ne? Ist auch interessant, viele, die auch Ärzte werden wollten. Ne? Die gesagt haben, ich bin jetzt beim Bund, ich mache hier meinen Sanitätsdienst und dann will ich Arzt werden. Ich dachte, okay, krass. Mal gucken, man sieht sich in ein paar Jahren nochmal. Ich drück dir die Daumen, ich hoffe es. Na? Also, es waren auch gute Jungs bei.
Schöne Grüße, falls Sie sie sehen, falls Sie das sehen, falls ich die wiedersehe. Ich habe irgendwann leider die Nummern verloren, ne? Die Telefonnummern, das ist schade, weil das war schon eine geile Zeit, ne? Grundausbildung, ich glaube, das kann auch jeder sagen, der war beim Bund, weil Grundausbildung war das Geilste. Das war schon echt cool. Piep, es geht los. Ja. So, stimmt auch alles so. So, jetzt. So, das ist der erste Schritt und jetzt braucht das tatsächlich knapp eine halbe Stunde, bis sie fertig sind. Mhm. Schön saftig bleiben, nicht ausgetrocknet, ne? Dass die schön braun werden von außen. Aber wie gesagt, nicht von innen austrocknen, ne? Nicht schwarz werden, nicht hart werden, nicht austrocknen. Perfekte Temperatur, genau abgestimmt. Ja, also genau 12 Minuten. Da werden sie gewendet, nochmal 12 Minuten. Und dann sind sie durch. Ja. Was wiegt eine Frikadelle? Um die, was wiegt eine Frikadelle? 200 Gramm. Eine Frikadelle 200 Gramm, genau. Ja, alles genauestens abgewogen, dass alles seine Richtigkeit hat. Ne? Ja, riecht sehr gut. Ich bin irgendwo mein eigener Chef, aber ich habe auch noch einen Chef über mir und ja, das ist der Gast. Der Gast ist mein Chef. Wenn ihm das nicht gefällt, dann kann ich auch von nichts auf dem Tisch legen. Also dann habe ich auch nichts auf dem Tisch, sag ich mal so. Ne? Wenn keine Gäste kommen, dann brauche ich den Laden hier nicht aufmachen. Das sind dann, sag ich mal, so meine Chefs. Und wenn die sagen, das gefällt mir nicht, dann muss ich mich halt daran orientieren. Ne? Dann bin ich halt abhängig, ne, von meinen Gästen. Ist ja auch so, vollkommen okay, sind wir ja in der Gastronomie so. Wir sind ja für die Leute da. Ne? Weil, dass man sogar so kleine Zwiebelstücke sieht. Genau, das ist ja. Das sage ich ja. Die einen mögen das nicht, die anderen lieben das, weil du siehst halt, da ist Arbeit drin. Und das sagen wir so auch 90%. Wenn du manche Sachen, wie auch im echten Leben, bei manchen Sachen musst du halt Arbeit reinstecken, sonst wird das nichts. Genauso wie im Sport. Wenn du da hinkommst und dann so, ja, und dann gehe ich wieder nach Hause, dann wird das nichts. Du musst dich halt zwingen und du musst halt die Arbeit reinstecken, sonst bringt das nichts. Genauso ist es auch hier. An sich, du musst, ob jetzt mit den Frikadellen oder mit dem Geschäftlichen, du musst halt einfach mal durchziehen, sage ich mal so, einfach mal machen. Und mit den Frikadellen sehe ich das genauso. Du nimmst halt nicht Zwiebelpulver und dann oder irgendwas aus der Tüte oder wie auch immer, sondern du machst das halt frisch und du machst das richtig. Ne? Fast 2 Stunden gedauert. Ja, die ganze Zeit könnte man sich sparen, weißt du, wenn man sich halt einmal eine Tüte aufreißt auf den Grill und fertig. Ne? Das passiert ja auch oft. So fertige. Ja, genau, fertig. Wenn du das halt nicht selber machen würdest. Ne? Jetzt nur, dass ich die hier selber mache, habe jetzt 2 Stunden gebraucht. Ne? Knapp. So. Guck mal, jetzt mit den Kühlakkus in dem Ding kommen die nach unten. Mein Vater mir gebastelt hier, ganz geil. So. Und dann werden die regelmäßig frisch gebraten. Sobald die dann leer gehen, ja, warten wir das im Auge und dann machen wir immer frische und so sind die halt nicht. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache. Bei den Frikadellen ist das ganz wichtig. Wenn der Unterschied, ob eine Frikadelle jetzt 1 Stunde liegt oder ob sie 7 Stunden liegt, sind Welten. Ne? Und am geilsten ist es, wenn die halt wirklich, wenn du gerade kommst, gerade kommen die Brötchen frisch aus dem Ofen und die Frikadelle gerade frisch aus der Pfanne. Ja, das ist richtig geil. Das kommt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und das versuchen wir halt eben auch zu rekonstruieren. Jedes Mal, jeden Tag, mehrmals am Tag. Ne? Dass du halt immer die Möglichkeit hast, dass du kommst und genau in dem Moment hast du gerade eine frische Ladung fertig. Ne? So, wir haben jetzt 12 Stück. Für heute habe ich knapp 180 oder 100 angesetzt.
Das heißt, ein paar Mal wird das Ding noch angehauen und dann hat jeder mal eine Chance, weißt du, schön frisch aus der Pfanne. Mhm. Wie damals bei Mutti. Ja, ja. Also schmeckt wie zu Hause. Ja. Man kann sagen, ja? Ja. Minimum, wenn nicht besser sogar. Ja, klar, ja. Das Einzige, wo wir nicht rankommen, ist an die Erinnerung. Aber sonst geschmacklich auf jeden Fall wie zu Hause. So. Magst du mal probieren? Ja, selbstverständlich. Mit Brötchen, ja. Brötchen gerne sofort. Ja, einmal so, schon mal beiseite. Ja. Du auch? Ja, gerne. Machen wir zusammen, machen wir kurze Pause. Nur ein bisschen Zeit haben wir noch. Oder mit Senf auf klassisch. Machen wir eine Pappe. Ja. Mhm. Ja, komm, ja. Zwei brauchen wir. Ja, guten Hunger. Dankeschön. Dir auch. So. Ja, guten Hunger. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, sehr gut. Sehr lecker. Dankeschön. Mhm. Dadurch, dass sie mit dem ganzen Salz am Tag vorher mariniert ist, gibt die Zwiebel ihren Saft ab, den ganzen Geschmack, und der ganze Geschmack verteilt sich im ganzen Hackfleisch. Ne? Das ist halt alles in einem Bissen, alles mit bei. Das ist schon. Ja, das ist ein Frikadelle ist ja an sich sehr simpel. Ne? Aber dann die Kunst, dass das halt Schmeckt. sag mal so, ne? Ja. Also Brot, Hackfleisch, Senf, Zwiebel, Gewürze. Und irgendwie ist aber trotzdem jede Frikadelle anders, ne? So. Ja, im Brötchen? Ja. Ja, gerne. Das lege ich einfach schon mal aus hier. Die besten in Hamburg, Frikadellen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen kommen wir vor der Öffnungszeiten schon. Bevor die alle weg sind, ne? Ja. Um 6. So. Einmal ein Brötchen, ne? Genau. Senf darfst du direkt nehmen, ja? Ja. Senf darfst du nehmen, so. Das wäre bei 3 Euro bitte. Genau, 1,20 macht das bitte. Danke dir. Danke, wünsche ich dir auch, ja? Spät? Ja gut. Nee. Durchhalten. Solange ich am Wochenende arbeiten muss, passt das. Hoffentlich. Senf und Ketchup, yo. Senf habe ich auch hier, alles hier und dort. Ja.
Soll das Ding anzeigen, ich möchte jetzt da rein. So. Hier einmal eine frische Frikadelle. Gestern auf dem Hof muss ich auch noch mal 20 So. Minuten warten. Da fing er an, wo ich eingepackt habe. Jo. Ja, bei 3 Euro bitte. Okay, warten wir auf ein Mineral. Moin. Oh, guck mal an hier. Und hier ist schon warme Küche. Um die Uhrzeit. Ja, Ja. ist ja. So. Kann ich euch was zaubern? Oh, deswegen kommst du schon in die Zeitung, was? Ja. So langsam rollt's, ne? Wisst ihr schon? So, ein Teil zum Mitnehmen, bitte. Im Brötchen? Nein, extra. Extra, jo. Also Brötchen extra, ne? Ja, das Teil extra. Und dann, was hast du jetzt? Ich kann nur noch was zaubern, ich bin gerade dabei, die zu belegen. Ja, ja, ja. Ein Salami nehme ich auf alle Fälle mit. Ja. Gerdi, du sollst erstmal arbeiten. Was macht denn nachher das Tor auf? Wie machst du jetzt? Oder ist das klar? Nee, angeblich soll 14 Uhr Ablösung kommen. So, genau das ist das. Ja. Normalerweise mache ich erst um 6 auf, weil ich halt jetzt noch alles leer habe, ne? Wie spät haben wir? Ja, das ist gerade mal 5:30, ne? Ah, okay. Geht schon langsam los, jetzt ausnahmsweise, ne? Aber so, das ist ja schon voller als gedacht. Ne? Ich habe einen Kaffeechef und bitte Salami-Brötchen. 2 Mettbrötchen, Eine Betonung Salami-Brötchen. einmal Salami und einmal Mett oder nur einmal Salami? Einmal Salami Und einmal Kaffee. Jetzt habe ich's. 2 Schiffssysteme. So, geht sofort los, ja? Wie die immer rumlügen. Bis 10 Uhr machen wir die Kran aus und Attacke. Beladerohr. Jo. Weißt du, wo das ist? Da hinten am Schiffsvorrat. Genau. Ganz hinten am Wasser. Ja, mit so einem Eimer. Ja, da war letztens die 26. 20 Wasser so gerade eben rein. Ja, ja, genau. Am Rohr vorbeifährst und da wo es so weiter wird, eine halbe Stütze, dreiviertel, lass die genau rein. Ja, genau. Dann Ich war's das da, auch. und dann, ich habe auch noch den anderen, den 150 Jahre, und dann quetschen wir uns beide da Wir waren rein. nämlich schon mal, einer stand so, der andere stand so. Ja. Da wird auch richtig lustig dabei. Was steht bei dir drauf, Gerhard? Was ist drauf? Da. Das ist ja die 26. Ne? Und wir fahren mit 150, würde ich den 80er laufen. Und da war der fährt irgendwann los, ohne sich zu kurzknabbeln und dann werden es. Ach nee, kannst du auch. Morgen! Geht sofort los, ja? Erkennst du den wieder? Der Kollege Ja, Pop. ja. Der Kollege Pop. Ja, genau, Pop. Ja, genau. Da sieht noch mal Nachfrage. Pop? Was? Ja, ja, Pop, ja. Vom Herrn Pop. Ja. Ja. Der hat doch schon gefragt, hast du schon Bratwurst? Ich glaube nicht. Jetzt geht's los. Zack. Okay, jetzt mal runter. Frikadellen habe ich auch nochmal angemacht, ja? Die sollst du nicht alle einfach nicht gebraten. Wir sollen die frisch bleiben. Das ist die letzte Packung. Ja, das ist die letzte Packung, aber wir kriegen heute eine neue Lieferung, Gott sei Dank. Ja. Aber auch, ja, genau.
Auch einfach, dass du nicht mehr alleine bist. Wenn du den ganzen Tag hier alleine bist, ist ja langweilig irgendwann. Ne? Klar, da kommt mal ein Gast und hier und da, dann schnackst du mal 1-2 Minuten, aber die restliche Zeit bist ich alleine am Arbeiten so. Wir lachen, wir haben Spaß. Moin! 5 Frikadellenbrötchen und ein halbes Met bitte. 5 Stück und ein halbes Met, gerne. Heute sind wir früh dran. Ja. Wieder. Danke dir. Oder ich zu spät. Ja. Normalerweise erst um 6. Das ist alles gut. Von zu spät sein kann nicht die Rede sein. So. Moin, wo bist du denn dort? Ja, moin, ich würde hier was bestellen. Ja, gerne. 6 Frikadellenbrötchen mit Schmatze. Jawohl. So 7 Uhr würden wir vorbeikommen. 7 Uhr, alles klar. Ja? Jo, super. Wunderbar, danke. Danke auch. Ciao, ciao. Das ist aber ein geiles Handy. Ja, hallo. Eigentlich ein Tablet, ne? Ja. Gut. So. Morgen. Fotos von mir von 6er. Ja. So. Achso, nee, halt scheiße, 6 brauchen. 6 Mal, alles klar. Noch einmal bitte. Ja, mal gucken, weil vielleicht ist heute das hier manchmal so, dass die Woche nichts los ist. Ja. Und dann am Freitag knallt das rein und dann heißt es Frikadellen. So, aber ja. Ich mache noch ein bisschen Getränke auf hier. Frikadelle und mit einem Weißwurst, ne? Alles klar. So, was können wir gleich sagen? Nur ein bisschen grüner machen. Alles gut, kriegen wir noch mit. Was kann ich tun? 2 Käsekrakauer. 2 Käsekrakauer, die habe ich gerade auch nicht auf dem Grill, brauchen keinen Moment, ja? Hast du Zeit? Ja? Mach ich drauf. Ja. Im Großmarkt Hamburg? Auch Großmarkt, genau so ist das. Aus Leier und Richard aus Kaltenkirchen, tatsächlich. Haben wir auch einen Gast hier. Ganz nah hier. Ja. Ja, hier kam ein Gast tatsächlich und er sagt, ich habe gerade eine Packung aufgemacht. Ach was, Leier und Richard. Ich sag, ja, tatsächlich. Wieso? Oh, meine Tochter arbeitet da. Moin. Ach was. Ganz lustig, alles. Ja, der Hafen kennt sich. Ja. Was kann ich für dich tun? Gibst du mir 2 halbe Liter einen Kaffee? 2 halbe Met und einen Kaffee, gerne. Dann brauchen wir nochmal Mettbrötchen, bitte, warte. So. Noah? Nee, die war noch nicht da. Sind die heute da? Kleiner? Ja, wird vorher. Genau, wird einmal voll gemacht. Nochmal das Nudelsalat. So. Hier. Ja. Kaffee hätte ich gern. Einen Kaffee? Ja. Und dann nehme ich 1 mit Leberwurst und ein halbes mit Zwiebelmett. Leberwurst. Jawohl. Danke. Das wär's. Gerne. Und einen Kaffee. Das ist bei 4,30 € bitte. Jawohl. 2 Met zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen, jawohl. Nochmal mit. Wir haben bis 16 Uhr geöffnet und um 14 Uhr gibt es halt schon keine Frikadellen. Ne? So an so einem Tag wie heute, wo jetzt die Leute kommen und dann, wie gesagt, für zu Hause oder für die Firma, ne?
welche mitnehmen, an so einem Freitag zum Beispiel, dann kann es auch mal sein, dass sie schnell leer sind. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Einfach ist das. Eine mit Pute, Eine Pute, jo. einen mit Salami und einen mit Jachtwurst. Jachtwurst, jawohl. Einen Kaffee dazu? Ja. Nur bei 5,90 bitte. Soll ich einmal einwickeln? Ja, bitte. Hast du unseren Senfblätter gemischt? Und ein Leberwurst und Käse. Einmal Leberwurst, einmal Käse, jawohl. Und ein Kakao. Und ein Kakao. Ein Käse. Leberwurst. Noch einmal Leberwurst bitte. So. 3, 6, 8, 10,60 bitte. Zweimal? Four, ja. So. 540 please. 520, sorry. Ah. Bisschen eng an. Ja. So. Yes, thank you. Thank you, bye. Welcome, bye bye. Heißes Brötchen, heiße Frikadelle. Ja. So. Das wär's, ja? Ja, bitte. So, bei 3 Euro bitte. Ich danke dir. Ja, 2 Euro zurück. Du hast gesagt, mit. Ich bin mir ganz sicher, dass er keinen Senf wollte. Kakao war 2 Euro, ne? Jawohl, bitte. Ich danke dir. Danke. Ja, wenn man um 3 hier anfängt, dann auf jeden Fall ein Kacke, oder? Ja, ja, nicht nur ein. Nicht nur ein. Normalerweise 3. 3 große. 1 Liter Minimum. Der ist jetzt auf Social, oder? Ja, muss. Mal gucken. Erstmal nur YouTube. Das ist noch kein privater Werbefilm, ne? Aber heutzutage, ja, das ist das. Das macht ja jeder. Und denkst du, Alter, was macht er denn da auf Instagram? Aber jeder. Das finde ich auch geil. In letzter Zeit irgend so ein Typ, der macht Guck mal. Ach, Da noch mal eine Tüte. Ja, mal schauen. Da brauchen wir aber auch Zeit für, ne? Top, weil leider noch du nicht. das nebenbei dann auch noch schneiden und alles? Oder? Müsste man, also das macht er, ne? Das ist jetzt nur für seinen YouTube-Kanal, ne? Ja. Und dann, ja, mal Mega. gucken, was draus wird, ne? Alles klar, ich wünsche dir was. Vielen Dank. Danke dir auch. Ciao, ciao. Bestseller. Ja, de Birne. Und da. Da haben wir's. Einwickeln? Nee, doch. Das ist Kaffee? Ja. 34 bitte. Danke dir. Muss mal gucken, man muss sich immer anpassen, ne? Also ganz komische Filme geschoben, ganz am Anfang. Da habe ich den Laden aufgemacht, da stand ich alleine, habe hier Rotwein, Weißwein stehen gehabt, Gewürzdosen mit Piment und allem möglichen und Wacholderbeeren und habe hier meine Bolognese gekocht. Hier mit meiner Herdplatte stundenlang. Und dann, ja, und Erbsensuppe hatte ich gehabt, geile, und Bolognese und
und Gulasch und die Klassiker, alles gemacht. Richtig viel Arbeit reingesteckt, viel Mühe. Aber ja, leider gefloppt. Weil am Ende des Tages kamen die Leute, haben gesehen, oh, Bolognese. Ja, nee, machen wir Currywurst Pommes. Weil man, wie soll ich sagen, ist halt alles, muss sich halt auch an seine Gäste, sag ich mal, so anpassen. Und wenn du hier zum Beispiel jetzt einen Fernfahrer hast, einen LKW-Fahrer, der wird jetzt nicht Messer, Gabel rauspacken und jetzt bei der Fahrt seine Bolognese essen, wie auch immer, oder hier seine Suppe schlürfen. Du brauchst so Zeit, aber die meisten, die müssen halt schnell, wir sind ein Imbiss, wir müssen schnell, es muss praktikabel sein, du nimmst eine Frikadelle ins Brötchen, setzt dich ans Steuer und kannst mit der einen Hand abbeißen. Ja? Und das hat er halt alles durchgesetzt. Und jetzt mit der Zeit, die Sachen, die geblieben sind, sind halt die, die funktionieren. Und die anderen sind leider Gottes, nicht mehr da. Aber wer weiß, hoffentlich vielleicht mal ein größerer Laden, vielleicht mal ein fester Standort, wo man dann sowas auch umsetzen kann. Ne? So geiles selbstgemachtes Riesenschnitzel, Pommes, Erbsensuppe. Wer weiß, mal gucken. Aber hier ist das leider wenig Platz. Nachfrage wäre da, aber ohne Sitzplätze ist das auch schwierig und dann passt man sich halt dementsprechend an. Ne? Ja. Aber Stehplätze hast du ja viele. Also. Stehplätze hat man genug, genau. Ja, kein Problem. Ja. Guter Laden, auf jeden Fall. Also eins der besten Frittenbuden, die dir im Kreis gibt. Also jede Stunde Frühstück. Ja. Und die selbstgemachten Frikos. Mega. Dankeschön. Kann ich nur empfehlen. Danke dir. Ja. Kann man so sagen, oder nicht? Und solide Preise. Wenn du woanders kicken tust, was die Scheiße kostet, dann ist das hier okay. Kein Thema. Und ich fahre immer einen Umweg. Danke dir. Guck mal, wir haben heute noch von geredet. Ja? So, wir haben Zeit. Hey. Moin Moin. Moin. Wie geht's euch? Gut, gut und selbst? Ja, auch. Daniel, Ja. kann ich 15 Brötchen kriegen? Ja. Nackte? Was kriegst du Nackte heute? gerne. Haben wir überlegen, 4,50, ne? Machen wir 5 Euro und gut. Ich danke dir. Kriegen wir hin. Neue Lieferung? Neue Lieferung, genau. Einmal alles einsortieren hier. Ordnung ist das A und O. Das ist echt wichtig. Ordnung ist wichtig. So, weil wenn du, nämlich das Problem, da muss ich auch sagen, bei der Bundeswehr gelernt. Ja? Auch von zu Hause, aber auch Bundeswehr. Ein Platz für alles und alles an seinen Platz. Das haben die uns damals beigebracht, wenn der Alarm kommt und du musst dich fertig machen, dann musst du nicht überlegen, scheiße, wo ist meine Hose, wo ist meine Jacke, wo ist meine Weste. Und du greifst in den Schrank und du weißt, hier oben links ist meine Jacke, hier oben rechts ist meine Weste, hier unten ist meine Hose, da sind meine Schuhe. Und auch wenn es dunkel ist und Stromausfall, nimmst du die Sache und ziehst sie an. Genauso ist das hier. Genauso ist das. Und du musst das jedem einprügeln, der hier arbeitet. Ich sag, ein Platz für alles und alles an seinen Platz.